Hallo Bosco. Hallo Rebecca. Weißt du, was Primzahlen sind? Ich wusste es mal, ich habe es vergessen. Du weißt ja, ich habe ein Hirn wie ein Sieb. Nanu? Ach, da ist mein Sieb. Das habe ich schon vermisst. Mach mir mal meine Haare wieder. Richtig. Ja, prima, das können wir gut gebrauchen. Warum? Mit Hilfe des Siebs erkläre ich dir heute, was Primzahlen sind. Echt jetzt? Ja. Na dann. Also, eine Primzahl ist eine Zahl, die genau zwei Teiler hat. Nämlich die 1 und sich selbst. Die 1 und sich selbst. Ja. Und alle Primzahlen sind wie die Grundbausteine der Zahlen. Man kann jede Zahl, die keine Primzahl ist, aus Primzahlen herstellen. Aber das erkläre ich dir im nächsten Video. Da geht es dann um die Primfaktorzerlegung. Gut, ich bin nämlich jetzt schon raus. Es gibt unendlich viele Primzahlen. Unendlich viele? Ja, und ich zeige dir heute nur die Primzahlen zwischen 1 und 100. So als Einstieg. Gott sei Dank. Bosco, meinst du denn, die Zahl 1 ist eine Primzahl? Klar, Warum? weil sie durch 1 und durch sich selbst teilbar ist. Ja, aber das sind ja dann nicht zwei Zahlen. Das ist ja dann, die 1 ist ja sie selber. Und eine Primzahl braucht zwei Teiler. Also zwei unterschiedliche Zahlen quasi. Ja, und die 1 hätte dann sozusagen nur einen Teiler. Deswegen ist die 1 keine Primzahl. Na gut. Meinst du, die 2 ist eine Primzahl? Ja, sie ist durch 1 teilbar und durch 2. Ja, durch 1 und durch sich selbst und hat aber keine weiteren Teiler. Also ja, die 2 ist die kleinste Primzahl. Okay. Und jetzt kommt unser Trick. Den hat sich der Eratosthenes ausgedacht. Wer? Das war so ein Grieche. Was? Eratosthenes, der hat sich mit den Primzahlen beschäftigt. Und er hat das Sieb des Eratosthenes erfunden. Und das zeige ich dir jetzt. Wenn du nämlich die Zahlen von 1 bis 100 in eine Tabelle schreibst und dann jetzt weißt, die 2 ist eine Primzahl, Ja. dann können ja aber alle Vielfachen von der 2 keine Primzahl mehr sein. Denn alle Vielfachen der 2 haben sich selbst als Teiler, die 1 als Teiler und die 2 als Teiler und damit haben sie schon zu viele Teiler, um noch Primzahl zu sein. Also können wir alle geraden Zahlen durchstreichen. Ja, mach das doch mal, Bosco. In der Tabelle. Ach, in der Tabelle. Ja, wie soll ich das jetzt machen? Soll ich Na. zaubern oder was? Du Du kannst bist ja... die Video-Creatorin. Ja, also dann machen wir mal ein rotes Kreuz durch alle geraden Ja. Zahlen. Blob. Siehst du gut. Okay, alle, die wir durchgestrichen haben, können keine Primzahlen mehr sein. Eratosthenes. Jetzt machen wir weiter mit der Zahl 3. Ja. Ist das eine Primzahl? Ja. Sie ist durch 3 teilbar, also durch sich selbst und durch 1. Mehr nicht. Und sonst hat sie keine Teiler? Genau. Die 3 ist die zweite Primzahl, die es gibt. Ja. Und alle Vielfachen von der 3 sind dann logischerweise keine Primzahl mehr. Das heißt, die 3er-Reihe können wir auch rausstreichen. Ja, du könntest jetzt jede dritte Zahl noch Ja. wegstreichen. Machen wir. Machen wir. Blob. Klasse. Fällt mir der Eratosthenes. Ja. Die 4 ist jetzt ja schon weggestrichen. Ja. Die 5 wiederum ist eine Primzahl. Denn sie hat nur die 1 und die 5 als Teiler. Und alle Zahlen, die durch 5 teilbar sind und noch übrig sind, können wir wieder durchstreichen. Genau. Erinnere dich an unser Video zu den Teilbarkeitsregeln. Eine Zahl ist ja genau dann durch 5 teilbar, wenn sie auf 0 oder 5 endet. Alle Zahlen, die auf 0 enden, hatten wir eh schon weggestrichen. Das heißt, jetzt streichen wir noch alle Zahlen, die auf 5 enden, weg. Okay, machen wir mal. Sagst du wieder plopp? Blob. Gut. Die 6 ist schon weg. Ja. Die 7 ist wiederum eine Primzahl. Ja. Ja, alle Zahlen, die jetzt irgendwie übrig bleiben, sind Primzahlen. Okay. So, und jetzt müssen wir noch die Vielfachen von der 7 wegstreichen. Welche müssen wir dann noch wegnehmen? Die meisten sind ja schon weg. 14 ist schon weg, 21 ist schon weg. 28, 35 ist schon weg. 42 ist weg. Die 49 geht noch. 7 mal 7, genau. Ja, 49 muss noch weggestrichen werden. Die 77 muss noch weggestrichen werden. 11 mal 7, genau. Und die 91. Ja, Dann haben wir die 7er Reihe auch weg. genau. Gut. So, und mit der 11 müssen wir nicht weitermachen und den darauf folgenden Zahlen, weil die ganzen Reihen schon ausgestrichen sind. Ja, die haben wir vorhin schon alle mit erledigt. Alle Zahlen, die jetzt noch dastehen, sind Primzahlen.
Also die 11 und die 13, Ja, 17, 19 und so weiter. lies die doch mal alle vor. 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, dann die 71, 73, 79, 83, 89 und die 97. Genau. Das sind die Primzahlen in der 100er-Tafel. Ja, genau. Bis Aha. 100, ja? Aber es gibt ja noch höhere. Ja, es gibt unendlich viele Primzahlen. Unendlich viele. Ja. Weiß man die alle? Immer dann, wenn leistungsstärkere Computer entwickelt werden, können die auch wieder noch die fehlenden Primzahlen ausrechnen, bis deren Rechenleistung erschöpft ist. Okay. Ja, also es werden jedes Jahr neue Primzahlen gefunden. Aber muss ich nicht machen in den Videos hier. Uns reicht es bis 100. So, na, das ist ja gut. So, wie geht's weiter mit Primzahlen? Ich mache mit dir ein Video zur Primfaktorzerlegung. Aha. Da zeige ich dir nämlich, wie man aus den Primzahlen alle anderen Zahlen herstellen kann. Alle anderen Zahlen. Ja, die Primzahlen sind nämlich die Grundbausteine der Zahlen. Na, da sind wir doch alle mal drauf gespannt, oder? Genau. Aha. Na, bis dahin. Tschüss. Also schaut euch auch unser nächstes Video an. Tschüss. Tschüss.